What's up, liebe Braubrüder und Schwestern, mein Name ist Oliver Hörold und heute brauen wir zusammen ein Brütt IPA. Prost! Das Brütt IPA ist ein relativ junger Bierstil aus San Francisco. Dabei ist die Idee, dass man ein klassisches West Coast IPA nimmt, die bittere und die Malzigkeit aus dem Körper rauslässt und dafür einfach mit Hopfenaromatik spielt. Und das Bier versucht so weit runter zu vergären oder vergärbar zu machen und dann auch zu vergären, dass also keine Restsüße mehr übrig bleibt. Ja, also hell und obergärig, schöne Hopfenaromatik, aber kein Malzkörper und keine Bittere im Bier. Um das Bier so trocken wie möglich zu bekommen, benutzt man ein technisches Enzym, eine Amylase, um wirklich ganz weit runter zu kommen. Also das Ziel ist, glaube ich, 0 Grad Plato. Ich habe es leider nicht geschafft, bei mir waren es nur 2,5 Grad Plato. Also irgendwas war mit meinem Enzym nicht in Ordnung, weil ich habe 2 Stunden gemeischt und sonst dachte ich eigentlich auch alles richtig gemacht zu haben. Aber ja, trotzdem leckeres Bier, werde ich vielleicht nochmal probieren, mal schauen, aber ich glaube, das ist nicht ganz so mein Stil. Ich habe auch das Problem, dass ich das Original noch nie getrunken habe. Es gibt zwar ein paar europäische Beispiele, die man hier auch kaufen kann, die aber, weiß nicht, kann ich schlecht einschätzen, ob die wirklich in die richtige Richtung gehen. Deswegen ein Experiment, was so ein bisschen in die Hose gegangen ist. Und hier meine Zutaten. 7,5 Kilo Pale Ale Malz, dann Hopfen, Amarillo, Motueka und CTZ, also Columbus, Tomac, Zeus. Ultrafirm, das ist unser technisches Enzym. Ich habe mein Brauwasser auch in Richtung Dry Pale Ale frisiert, basierend auf dem Wasserreport, den ich von meinem lokalen Wasseranbieter bekommen habe. Ich wollte also auch da versuchen, es möglichst trocken zu machen im Geschmack. Und das ist dabei rausgekommen. Hier seht ihr es nochmal aus der Nähe. Ich habe es auch geklärt mit Hausenblase diesmal zum ersten Mal, was sehr gut gelungen ist. Ich glaube, jetzt habe ich noch ein bisschen Chill Haze wieder bekommen, aber das war mal wirklich richtig schön klar. Sehr viel besser als sonst alle meine anderen selbstgebrauten Biere vorher. Die waren immer so ein bisschen trübe und milchig und sowas. So wie ein Hefeweizen, sag ich mal. Und das ist jetzt, also ich bin sehr begeistert von dem Aussehen von dem Bier und es riecht toll fruchtig nach den Hopfen, die ich eingesetzt habe. Ich habe ja 200 Gramm Hopfen benutzt im Whirlpool und dann nochmal 200 Gramm zum Hopfenstopfen. Ich habe auch Hefenahrung hinzugefügt und trotzdem nur 2,5 Grad Plato. Ich vermute mal, weil es so heiß war, als ich das Ultrafirm bestellt habe, ist da einfach in der Post dem Enzym zu warm geworden oder sowas. Oder ich probiere es nochmal mit einem anderen aus. Ich habe das Enzym bestellt, was der 089 Braumeister für sein Brütt IPA benutzt hat und vielleicht gelingt mir das dann besser. So, in diesem Sinne,
Mein Name ist Oliver Hörold. Prost! Ach ja, Bierbrauen ist schon geil. Finde ich super.